So, ich darf kurz vorstellen. Und zwar ist das hier meine Schablone, die ich benutze für Böden, Deckel und Zagen. Ganz einfache Schaltafel, 50 cm breit, sind die standardmäßig. Die Länge ist jetzt hier 71. Ich mache das aber immer aus Resten, die ich gerade da habe. Ich habe das, glaube ich, noch nicht mehr extra abgeschnitten. Dann habe ich hinten eine Leiste dran gemacht. Die muss unbedingt im rechten Winkel sein. Sonst bringt so eine Schablone nämlich gar nichts. Das ist aber auch im rechten Winkel. Dann habe ich links und vorne was zum Einklemmen. Das ist ganz simpel aufgebaut, und zwar habe ich nur eine Rundung, ganz normal rund geschnitten, und habe an der anderen Seite, könnte auch eckig sein, eine Griffleiste, wo man dran packen kann. Das ist jetzt spitz zulaufend. Wichtig ist nur dabei, dass man die Schraube nicht mittig reinsetzt und vorher vorbohrt, damit das Spiel hat. Also man darf die Schraube nicht so festziehen, damit man hier noch drehen kann. Und halt außer der Mitte raus, damit sich das langsam zusetzt, immer enger wird. Wenn ich das mittig setzen würde, würde das nicht funktionieren. Das habe ich auch wie folgt gebaut. Ich habe eine Zarge genommen, habe die hier reingesetzt. Also ich hatte erst die beiden Winkelbretter anmontiert, habe anschließend die Zarge, die war schon fertig, das Brett davor gemacht. Das hätte auch gerade sein können. Es ist halt ein Brett gewesen, was ich gerade griffbereit hatte. Daher ist es ein konisch. Dann kann man so zusetzen. Möglich wäre auch, wenn man sich jetzt nicht so eine Rundung schneiden will, dass man einfach ein Brett nimmt, das ein bisschen hier 1 cm Luft bleibt, das Brett hier so festschraubt und dann einfach mit dem Schlag festsetzt. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe es so gemacht, kann man machen, wie man will. Und hier ist die zweite Zwinge, fertig. Die habe ich auch erst Zarge rein, dann da hingesetzt, 1 cm Luft gelassen, damit ich ein bisschen Platz zum... Braucht man nicht viel messen. Das war Zarge Schablone Nummer 1. Schablone Nummer 2 ist für die Kopfseiten. Ich stelle mir immer vor, eine Griffleiste, die kommt immer nach oben. Dann habe ich Abtropfleisten, die kommt immer nach unten, ist ja logisch. Und halt so, dass das Wasser abtropfen kann und hier, dass man greifen kann. Ein Stirnbrett nehme, mache ich hier Leim drauf, hier in dem unteren Bereich Leim. Das soll ja 2 cm überstehen, das heißt, die oberen 2 cm darf kein Leim drauf. Und dadurch, dass das hier im rechten Winkel ist, ist das Brett auf derselben Länge, setzt drauf, klebt feste, schraubt fest, fertig. Dann bereite ich mir ein paar Stück vor, stapel die, bis ich soweit bin. Dann sieht man im anderen Video, wie ich die dann zusammenbaue. Und dann habe ich noch eine, mal kurz hier. Deswegen sind die auch alle jetzt 2 cm gleich hoch, damit, wenn ich, egal wo ich es hinsetze, ich dasselbe Maß habe. Das ist meine dritte Schablone. Die ist auch sehr einfach aufgebaut. Ich hätte einfach 2 Bretter aneinander geschraubt. Die sieht man mit 2 Schräubchen. Dann habe ich die Höhen mir ausgemessen. Ich habe hier unten angefangen mit 3 cm, dann habe ich 10 cm und hier oben habe ich 15 cm. Und ganz da oben, das ist die für das Greifholz, da mache ich auch noch eine rein, die ist bei 18 cm von unten. Und dann muss man von innen den Abstand messen. Das ist natürlich hier oben 1 cm, weil das Brett hier ist 2 cm dick. Ich will genau in die Mitte, also muss ich 1 cm rein, damit ich das mittig treffe. Das andere Brett ist nochmal 2 cm dahinter, das heißt, ich muss 3 cm aus der Ecke raus. Und dann kann man sich eine Linie ziehen, die 3 Löcher bohren, fertig. Das mache ich auf beiden Seiten und habe halt immer hier das Loch oben. So kann ich jetzt hier bohren, und sobald ich dann auf die Seite komme, kann ich hier bohren, und so habe ich für jede Seite richtige. So, ich glaube, ich habe jetzt alles vorgestellt.
So simpel ist der Aufbau. Ja, das war's.